Le Raum bedeutet leerer Raum. Das Ziel ist, die Klammern mit Ideen zu füllen. Was ist die Idee von Le Raum? Was bietet ihr an? Oh. Also Fang mal an. in allererster Linie bieten wir erstmal diesen Raum an, weil unsere Grundidee so war, studentischen Freiraum an der Uni Kiel zu schaffen. Diak und ich haben die Idee damals 2016 entwickelt, weil wir beide in Lüneburg vorher studiert haben. Da gab es so einen Raum fest etabliert, selbstverwaltend ist der gelaufen und genau sowas wollten wir eben auch erschaffen in Kiel. Genau. Ja. Wir haben auch gedacht, ja, der wäre ja auch, selbst wenn wir einen hätten, irgendwo an irgendeinem Fleckchen Campus, so, und wer kommt da denn schon vorbei und wer nimmt das wahr? Und haben dann irgendwie gedacht, ja, wenn wir jetzt es schwierig ist, einen Raum zu finden, können wir einfach selber einen bauen. Und haben einfach beschlossen, in einer sozusagen Umsetzung dessen, und haben wir gedacht, ja, am besten holt man sich so einen schönen großen Bauwagen, den wir hier um uns haben, und stellen den hin, und dann bauen wir uns einfach unseren eigenen studentischen Freiraum, den auch jede und jeder sofort sehen kann und wahrnimmt und eindeutig erkennt als etwas, was da neu ist und was den Campus verändert hat. Dann schon sofort. Unser kleines Motto ist ja auch, dass wir quasi zwischen BIP und Mensa 2 sind. Und auch die Idee ist, in der Mensa kann man halt essen, logischerweise, und in der BIP ist man zum Lernen. Aber manchmal braucht man ja auch einen Zwischenraum. Und es geht halt einfach um dieses Extra, den Campus nicht nur als Durchgangsstation zu begreifen, zwischen dem Essen, zu irgendwie dem Konsum von wahlweise Nahrung oder Wissen, sondern irgendwie für alle, die Lust haben, irgendwie, die ja wissen, ich verbringe hier meine Zeit und mein Studium ist eine besondere Zeit in meinem Leben und ich kann da mich auch ausprobieren, einfach Lust haben, zusammen mit anderen irgendwie sich Dinge auszudenken. Und die brauchen dafür bestimmt einen Raum, und den wollten wir ermöglichen. Was dann hier passiert, liegt dann total in der Hand der ganzen Studierenden. Wer steckt hinter Le Raum? Gestartet hat das ganze Projekt auch mal mit verschiedenen Personen so aus dem Studiengang, und je nach Kapazität, Lust und Laune sind die halt jetzt mal nicht mehr dabei oder ein bisschen neu dazugekommen. Es gibt so im Kernteam, würde ich jetzt sagen, gerade noch uns 3, die so aktiv dabei sind. Ja. Und das grobe Drumherum verwalten und sich um halt, die wichtigen Angelegenheiten kümmern, Kommunikation mit der Uni, der Bauwagen selbst, Versorgung mit Dingen des täglichen Verbrauchs, die es hier so gibt, und halt eben die Kommunikation und irgendwie die Bewerbung und die ganzen Social-Media-Krams. Und es gibt halt auch Menschen, die den auch für sich immer mal so hier und da benutzen, so, die vielleicht dann auch in nächster Zeit hoffentlich näher ans Kernteam ranwachsen, und wie gesagt, da Umbruchphase ist, hoffen wir, dass sich demnächst so ein neues Kernteam entwickelt, woraus auch mal das bestehen mag. Ja, genau. Gibt es Situationen, die besonders für euch waren? Ich hatte letzten Herbst so eine Art Lieblingsmoment, sag ich mal, weil immer wenn Leute hier während meiner Schicht hingekommen sind, waren die meistens so ein bisschen skeptisch und vorsichtig. Was genau ist das hier und so? Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie schaffe ich es nicht, diese Idee richtig rüberzubringen. Dabei ist die doch so cool. Und dann, ja, kurz nach der Ersti-Woche kam hier schnurstracks quer durchs Feld ein junger Typ gelaufen, meinte so, hey, ihr seid hier der studentische Freiraum, oder? Und ich war so, ja, genau, genau das. Er hat es verstanden. Und das war so schön, einfach zu sehen, dass Leute einfach diese Idee mit uns teilen. Und ja, das war extrem belohnend, sage ich mal so. Also ja. Da habe ich gedacht, okay, die Arbeit und das Frieren im Winter hat sich gelohnt. Ja. Ich kann mich auch erinnern, es war auch einmal noch, wo wir, glaube ich, alle hier waren, und dann kam, glaube ich, zum ersten Mal irgendjemand einfach rein, so, ich schenke mir jetzt mal einen Kaffee ein, okay? Und wir so, ja, genau. Ja, und sonst ist es halt voll oft, dass Leute so an der Tür stehen und so reingucken, so, hey, du darfst gerne reinkommen. Und dann erstmal so ein Moment, so, boah, ich glaube, viele haben so das Gefühl, sie brechen hier ein oder sie... In unser Zimmer, oder? Genau, sie kommen in ein Wohnzimmer, wo sie nicht rein dürfen, aber gar nicht. Komm einfach rein, es ist offen. Ja. Wenn du einen Kaffee willst, schenk dir einen Kaffee ein, hol dir eine Limo, da steht die Studentenbox. Irgendwo zum ordentlichen Easy peasy. Einfacher geht's eigentlich gar nicht.
ist nur ein kleiner Wagen, aber es ist auch der einzige Wagen, den es auf dem Campus Genau. gibt. Und klar, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber er tropft und ist immer noch da. Genau. Ne? Ja. Natürlich kriegen wir keine 30.000 Studierenden hier rein, aber solange es... Müssen wir ja auch Müssen nicht. wir auch nicht. Genau, die Rückmeldung haben wir schon gekriegt, dass es ja ein relativ kleiner Raum ist, der nicht so viele Menschen reinpassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeichen an die Uni-Verwaltung, wenn die Uni merkt, so hey, es gibt Studierende, die sind engagiert, die haben Bock und wir brauchen das, dann ist vielleicht die Uni auch langfristig bereit, mehr solche Räume den Studierenden zur Verfügung zu stellen. Und dann kommt noch dazu, dass die Uni eigentlich gar keine Arbeit wirklich mit uns hat. Wir organisieren alles selbst, es ist alles selbst verwaltet. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Oh, mach dein Ding. Ja. Ja. Dein Ding halt, so, Genau, das meine ich. dein Ding, aber irgendwie auch unser Ding. Dass unsere Ideale und Werte irgendwie weiter gelebt werden, dass unterschiedliche Menschen hier Lust haben, sich zu treffen und tolle neue Dinge entstehen. Ja. Genau. Also niemand muss uns exakt kopieren. So, es geht darum, die eigenen Ideen und Vorstellungen davon, was der Campus leisten soll und so in dem Rahmen, wie man es selber gestalten kann, halt so gestalten. Und dafür ist dieser Wagen da und der Raum da. Und der Wagen ist ein Raum. Jetzt wiederhole ich mich. Also, Raum ist Raum und mit Raum kann man viel machen. So, Ja. Und das, tu es so, dass alles für alle gut ist, ne? Tu niemandem, dir nicht und der Welt nicht weh und sonst wem nicht weh. Schaffe glückliche Momente und schöne Zeiten und von klein bis groß. So. Ne, hier. Das kann man gar nichts hinzufügen, oder? Richtig. Ja.